Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Naschzentrale. Heute zeige ich dir mal ein Pastellagenrezept und dieses Rezept haben wir auch schon mal verwendet und zwar bei den Zuckerschaustück für die Meisterprüfung von der Jana. Und wenn du das unbedingt sehen möchtest, wie wir das gemacht haben, dann bleib jetzt dabei, denn ich zeige dir, wie es geht. So, für das Pastellagenrezept brauchen wir einmal Staubzucker, Stärke, Gelatinblätter, etwas Wasser und Glucose. Wenn ihr jetzt nicht Glucose zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch genauso Honig verwenden. Das bleibt einfach beim Rezept, macht das eine Weichhaltung und die Pastillage wird dadurch elastischer. Als erstes werde ich mal die Gelatinblätter einweichen, eben in kaltem Wasser und dann später mit der Glucose und mit dem anderen restlichen Wasser eben schmelzen, bis sie eben weich sind. Während die Gelatine jetzt weich wird, kümmern wir uns gleich um den Staubzucker und den müssen wir eben sieben, weil wir eben hier Kristalle drin haben, die wir nicht wollen und diese Kristalle einfach eine negative Auswirkung hat, wenn wir dann die Pastillage später ausrollen würden. Und man sieht da jetzt schon, was alles drin bleibt und das sind alles die Kristalle, was wir nicht in der Pastillage haben wollen. Darum ist es immer ganz wichtig, Staubzucker zu sieben. Den gesiebten Staubzucker vermischen wir gleich jetzt mit der Stärke. Und eigentlich sollte jetzt auch schon die Gelatine bereit sein, um sie warm zu machen. Pressen die Gelatine gut aus, es sollte nicht so viel Flüssigkeit in der Gelatine eben drin sein, weil sonst die Konsistenz von der Pastillage nicht mehr zusammenpasst. Dann eben Wasser beigeben. Glucose beigeben. Also ihr könnt natürlich das Ganze in eine normale Mikrowelle geben. Wir haben jetzt den Ofen, der was auch als Mikrowelle funktioniert. Einfach jetzt ein paar Sekunden rein. Normalerweise würde ich so sagen 10-15 Sekunden würden reichen. Wichtig ist es darf jetzt nicht zu warm werden, sondern es sollte die Gelatine sich nur auflösen. Dann sollte es reichen. So soll jetzt eben unsere Flüssigkeit ausschauen. Also die Gelatine hat sich gelöst und nicht wärmer, also es ist jetzt nur handwarm, das reicht. Nicht direkt jetzt in die Flüssigkeit greifen, sonst hat man sehr schnell klebrige Hände. Dann einfach von außen nach innen arbeiten, immer leicht drücken, 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 bis langsam eben ist der Staubzucker anfängt, die Flüssigkeit zu binden. So, wenn ihr merkt, die Masse ist zu fest oder zu weich, einfach immer ein bisschen Wasser dazugeben oder Staubzucker dazugeben. Es sollte aber eher auf der festen Seite sein, weil wir einfach sonst nicht die gewünschte Stabilität zusammenbekommen. So ist die Pastillage jetzt fertig. Es kann eben erst sein, dass auf der Masse noch Risse sind. Die sind aber nicht so tragisch, denn durch den Kühlschrank bekommt die Masse nochmal zusätzlich Feuchtigkeit und dann kann man das weiterverarbeiten. Also Frischhaltefolie, gut einwickeln. Und für einen Tag in den Kühlschrank. Die Pastillage hat jetzt eben für einen Tag in den Kühlschrank gerastet. Wenn man das jetzt nicht am nächsten Tag braucht, könnt ihr es auch einfach einpacken und in den Tiefkühler geben und dann in den Kühlschrank rauslegen und dann verarbeiten. Ja, also wie gesagt, das ist unsere fertige Pastillage. Die packen wir jetzt einfach mal aus und daraus sollte der Topf werden. Und darum habe ich mir jetzt schon einmal vorbereitet, einmal den Tontopf plus Boden
und man muss jetzt sich einmal eine Schablone herrichten, die eigentlich den ganzen Topf umhüllt, dass man es auch ausschneiden kann. Also erst nur eine gerade Linie funktioniert nicht, sondern ihr braucht immer eine Schablone, um ein direktes Duplikat zu erzeugen und das nachher um die Form zu legen, wie es später ausschauen sollte. Schaut wirklich, dass euer Tisch schön trocken ist, weil sonst eben die Pastelage sehr schnell dran kleben bleibt und dann habt ihr nicht mal die Möglichkeit, die Pastelage weiter zu verarbeiten. Dann geben wir ein bisschen Staubzucker drauf, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass es, wie gesagt, kleben bleibt. Dann Pastelage drauf, auch nochmal auf die Oberfläche Staubzucker und dann mit einem Rollholz, das leicht auch gestaubt ist, ausrollen. Dasselbe könnte man auch mit Stärke machen, aber das Problem darin ist, dass es zu schnell austrocknet. Wenn es jetzt so ist, dass die Pastelage etwas zu unflexibel ist, nicht panisch werden, sondern einfach zusammenlegen, wieder ausrollen, zusammenlegen, wieder ausrollen, bis eben die Pastelage schön elastisch wird. Immer wieder nehmen und über den Staubzucker. So, um nochmal zu verhindern, dass es nicht am Tisch anklebt, nehme ich jetzt eine Palette, ziehe einmal die ganze Pastelage durch und jetzt ist es bereit, ausgeschnitten zu werden mit der Schablone. Man muss darauf achten, auch bei Gelatinzucker oder Pastelage eben schnell genug zu arbeiten, weil sobald man sie biegt und zu langsam arbeitet, bekommt man Falten rein. Also jetzt einfach hergehen und so gut wie es geht mit einem Schnitt durchziehen. Das gleiche unten. So, eine Nummer sicher zu gehen, kann man jetzt auch noch hergehen, den Topf leicht mit Staubzucker oder eben mit Stärke anpudern. Somit neigt man eigentlich nicht der Gefahr, dass eben hierbei das auch kleben bleibt. Vorsichtig hochheben. An die Seite anbringen, immer leicht nach oben ziehen. Und dann glätten. Also einfach jetzt mit der Hand so streifen, dass ihr sagt, okay, so soll die Form sein. Wenn man jetzt hier den Abschluss hat, schön übereinander legen und alles, was jetzt zu viel ist, vielleicht durchziehen. Schön schneiden, dass wir hier wirklich einen schönen glatten Abschluss haben. Wir können den natürlich im Ausfertigen immer noch leicht schleifen oder mit Spritzglasur schöner, glatter streichen. Somit kann man ein bisschen ausbessern, aber so schön wie es geht, einfach vorbereiten. Das Ganze braucht auch jetzt in diesem Zustand 2 Tage, würde ich dem Ganzen schon geben. Am nächsten Tag wird es wahrscheinlich schon fertig sein. Je länger das aber auch aushärtet, desto eher kann man auch hergehen und ihn airbrushen oder eine zusätzliche Farbe einfach drüber streichen, wie wir es auch beim Schaustück nachher machen werden. So, für den Boden rollen wir wieder die Pastelage aus. Nicht zu dünn, also eine Spur dicker als jetzt bei unserer großen Form, also beim Topf. Ich habe jetzt auch einen Ausstecher, der eine Spur größer ist als die Bodenplatte. So, dann mittig draufsetzen und dann mit der Handwärme nach unten ziehen. So, wenn die Pastelage wirklich bis zum Boden gezogen wurde, einfach hier wieder hergehen und leicht nachstreifen, dass es wirklich eine schöne Rundung bekommt.
Szene. Und so ist unser Boden dann auch fertig. So, 2 Tage später schauen wir uns jetzt die Pastellage an. Also ich habe jetzt hier den Boden und hier den Topf und jetzt sollte sich ganz einfach die Pastellage eben lösen. Genauso eben der Boden. Und hier kann man eben jetzt noch drüber gehen, schleifen, anstreichen von der Farbe, wie man es haben möchte, oder eben airbrushen. Also da hat man viele verschiedene Möglichkeiten und das wäre eben der erste Step für den Topf vom Schaustück, vom Zuckerschaustück. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar, wie es euch jetzt zum Beispiel mit der Pastellage so geht oder in welchem Material ihr lieber arbeitet. Und somit würde ich einfach sagen, ich freue mich bis zum nächsten Mal und ciao.